So, ich habe ihn ja schon auf der IAA in München gesehen im November oder September oder letztes Jahr in München. Und jetzt kommt er tatsächlich nach Deutschland im April. Und zwar der Xiaopeng oder Xpeng P7 Plus, diesen hier. So, nochmal kurz zu den Änderungen. Hier vorne hat sich die Lichtsignatur so ein bisschen geändert. Das ist jetzt noch so eine durchgehende Leiste. Das hatte der in München nicht. Und hinten hat sich auch was geändert. Das zeige ich aber gleich. So, und die Griffe, ja, ist allerdings Plastik. Wärmen wir jetzt schon mal auf. So. Der wesentliche Unterschied wurde mir erzählt jetzt in der deutschen Variante oder in der europäischen Variante ist hier, wer auf den Ton geachtet hat, hat vielleicht gemerkt, dass die Tür so ein bisschen ein komisches Geräusch gemacht hat und so ein bisschen sich widerspenstig schließen ließ. Das lag daran, dass ich nicht wusste, dass diese Türen eine Soft-Close-Funktion haben. Also man schmeißt sie nicht zu, man lehnt die nur an und dann macht ihr den Rest von selbst. Also im Armaturenbrett, hier ist jetzt so, blende ich mal ein, so nur noch so ein schmales Fenster, weil jetzt die Hauptinformationen hier oben alle im Head-Up-Display sind. So, jetzt will ich den Sitz mal so ein bisschen auf mich einstellen. Ja. Ja, das passt gut, da kann man schön durchgucken, das ist fein. Ein Schelm mag der sein, der nicht an einen amerikanischen Hersteller denkt bei diesem großen Display hier und bei der Optik. So, hier in der Mitte schön. Das ist alles sehr schön gemacht. Also die Basisvariante fängt hier an irgendwie mit 46.000 € mit dem kleinen Akku und so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon die Basisausstattung ist. So, ansonsten sieht das hier sehr, sehr gediegen aus, sehr edel. Auch wenn das wahrscheinlich Kunststoff ist, aber es ist alles schön weich hier. Also das gefällt mir schön. So, jetzt hoffe ich mal, dass die mal die Heckklappe wieder zumachen, damit ich euch den Spiegel zeigen kann. So, da seht ihr einen Chinesen einen Apfel tragen. Also der Spiegel hier ist eine Kamera. Das werdet ihr gleich sehen, wenn der da hinten jetzt die Klappe aufmacht. So, dann verschwindet das Bild. Und es wird ein normaler Spiegel. Vielleicht kann man das ja sogar umstellen, dass es normal ist, weil so gefällt mir das besser. Denn für mich als ich sag mal, Brillenträger ist es so, vielleicht auch für euch, weiß ich nicht, so, wenn man sich fokussiert auf die Fernsicht und jetzt hier plötzlich auf so einen Monitor guckt, müssen die Augen sich kurz umfokussieren. Und meine Brille ist ja so eine Gleitsichtbrille, das heißt hier im Nahbereich ist der Unterbereich scharf und dann muss ich eigentlich so nach oben den Kopf nehmen und jetzt sehe ich scharf. Also das wäre für mich jetzt keine gute Lösung. Aber ja, das bin ja nur ich. Aber wir Babyboomer in unserem Alter, wir sind die, die sich vielleicht solche Autos hier leisten können. Von daher würde ich auf sowas eher verzichten wollen. Hier hängt auch eine Kamera drin. Okay, das ist ja auch. Okay, das ist jetzt ein bisschen dämlich, weil jetzt sehe ich gar nichts mehr, wenn das Ding hier runterhängt. Also schminken nur im Stillstand. Das ist vielleicht die Botschaft dahinter. So. Beim Beifahrer ist es ja egal, da kann man das ja ruhig so machen. Ja, sehr. Sieht aber schick aus. Das ist hier alles so eine, fühlt sich so an, so Alcantara, wildledermäßig, also richtig fein. Hier ist kein Griff. Die anderen Sitze haben alle so Haltegriffe zum Aussteigen. Aber ja, ich bin ja nur der Fahrer, denn. So, was haben wir hier unten noch? Hier ist eine kleine Ablagefläche. Die ist aber sehr hart. Und da würde ich mir vielleicht irgendwie eine Gummimatte reinlegen oder irgendwas, weil wenn man hier was reinlegt, das rollt dann hin und her und macht Geräusche. Und hier ist auch in der Tür, ja gut, irgendwo ist dann auch vielleicht Schluss mit dem Luxus. So, das Handschuhfach. Ist da eins? Wie geht das auf? Schauen wir mal. Vielleicht irgendwie über das Display. Wenn hier überhaupt ein Handschuhfach ist, weiß ich nicht. Also der hat da ein Handschuhfach. Ich habe das in München auch aufbekommen bei der chinesischen Variante von dem Wagen. Da war das noch mit dem Knopf, direkt mechanisch neben der Klappe und hier ist es dann halt über das Display. Hey.
So, soll ich mal das Navi ausprobieren? Mal sehen, ob er was macht hier. Exhibition Mode, das heißt Ausstellungsmodus. Search Destination. Na gut, da können wir doch mal jetzt Hamburg. Search. Hier ist so ein kleiner Avatar. No Network Connection. Okay, das Auto ist offline, also ist hier jetzt auch nichts mit Routenplanung. Nochmal kurz hier oben seht ihr ein Glasdach. Das lässt sich nicht öffnen und auch nicht schließen. Das ist aber so ein bisschen getönt. Ja, ist nicht so meins. Ich mache das lieber, aber das ist auch Geschmackssache. Ja, aber generell kann man hier sagen, er sagt jetzt hier 269 Kilometer Restreichweite und das System ist halb voll. Also redet er hier von 500 Kilometern. Okay, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß auch gar nicht, welche Batterie hier in diesem ist. Ich weiß nur, dass der hier in den größeren Varianten auf jeden Fall sehr schnell lädt. 350 und über 400 kW kann der laden in der Peak. Ja, das muss man dann mal ausprobieren. So, die Spiegel da außen, die sind so schick, so, fühlen sich auch so ein bisschen rahmenlos an. Hier die Tasten ist auch Plastik, aber sieht gut aus. Und die Tür geht elektrisch auf. Zack. Ja, hier wollte ich noch mal reingucken. Ups. Okay, großes Fach hier. Ich fühle hier aber keine Lademöglichkeiten. Ich sehe hier nur so ein kleiner Clip. Hier kann man so Papiere anhängen oder so. Aber das ist erstmal nur reine Ablage. Hier kabelloses Laden. Wie sieht es aus mit ein paar USB? Aha, hier unten. Ja. Da unten seht ihr die Ladeanschlüsse, die vorhandenen USB-C und 12 Volt. Okay, ob man ein Handschuhfach hat, muss ich noch rausfinden. Oder steigen wir doch mal hinten ein. Ne? Jetzt habe ich ihn ja auf mich eingestellt. Mal sehen, wie es hinten aussieht. Üppig. Aber sowas von. Wow. Also, der Sitz ist ja auf mich eingestellt. Guck mal hier, also die Füße. Also, das ist ja richtig viel Platz hier. Ich habe aber eben draußen beim Rumgehen gemerkt, das Auto ist auch richtig lang. Ganz genau, es sind 5,07 Meter und 3 Meter Radstand. Das erklärt dann schon so einiges. So, hier kann ich mich schön festhalten. Oh, also ja, hier hinten ist auch ein Display. Oh, Massage. Ja, wer glaubt's denn? Das ist, naja, jetzt nicht vielleicht die mega gute Massage, wie ich sie, aber auch nicht schlecht. Also, mal sehen. Physical Recovery. Release Stress. Alle Modi da hier. So. Ja, okay, ihr müsst wissen, ich komme aus dem EQS und da habe ich Massagesitze, die sind eigentlich echt top. Also was Besseres habe ich noch nicht erlebt. Das kann schon sein, dass es noch andere gibt. Aber für mich ist das so sehr gut. Und ich denke mal, so in der Klasse bewegen die sich auch schon. Und dann will ich noch gleich an dieser Stelle erwähnen, an den Massagesitzen kann ich jetzt erkennen, dass es hier tatsächlich entweder der Long Range oder der Performance ist, weil der einzigste Unterschied, was die Ausstattung angeht, vom Standard zu den beiden größeren Modellen oder besser ausgestatteten Modellen, ist, dass auch die Rücksitzbank oder die Rücksitze Heizung, Lüftung und Massage haben. Und dann haben die noch 20 Zoll Räder und der Standard Range hat nur 19 Zoll Räder. Das ist der Unterschied. Die Ausstattungsliste, also die ist krass, die ist irre lang.
Das müsst ihr euch auf der Webseite angucken. Ich verlinke das hier unten nochmal. Aber ja, weiter mal erstmal an dieser Stelle. Push Passenger Seat. Ah, okay, hier kann ich den auch noch nach vorne schieben. Hier ist auch noch mal, was ist das? Das ist, kann man doch. Ne. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. So. Ja, ich sitze hier auf der falschen Seite, ne? Aber ich filme euch das jetzt mal so. Also hier auf dem rechten Sitz ist dann eben halt nochmal hier so ein schöner Tisch. Und wenn ich ein bisschen mehr Platz brauche, dann kann ich den eben hier nach vorne schieben. So, und jetzt kann ich mich da richtig hinlümmeln. Okay. Ja, da kann man die Füße doch mal ausstrecken, ne? Ich würde sagen, artgerechte Haltung für den Buchhalter. Das passt. So, ja, dann gucken wir noch mal den Kofferraum an. So, das ist der Unterschied zum Münchner Modell, also zum chinesischen. Da war die Lichtsignatur genau andersrum. Hier ist sie jetzt unten lang gelaufen. Aber ja, Geschmackssache, nun kann man sie gleich unterscheiden. So, mal sehen, wo ich ihn aufkriege hier. Hier ist eine. Okay. Keine Ahnung. It's in the middle, yeah. I want you to, can I open? Yes, please. Thank you. Okay, thank you. You're welcome. How are you? Oh, I see. Also, ja, hier ist richtig Platz, genau wie, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist ähnlich wie im EQS. Ich komme da vorne gar nicht ran. Hier liegt ein bisschen Geraffel rum und da hinten ist der Regenschirm. Und ich muss mich jetzt hier auf die nasse Kante hier legen, um überhaupt da hinten ranzukommen. Oder ich könnte versuchen, ihn mit meinem Stand. Wärme ich nochmal. Oh. Also, und bloß hier ist eine Kunststoffkante, das ist praktisch. Wow. Und hier ist auch nochmal richtig Platz. Ja, also hier kann man schon mal was loswerden. Was er jetzt hier nicht hat, ist irgendeine Abdeckung. Das weiß ich nicht, ob es keine gibt oder. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen, man kann die Sitze ja auch noch runterklappen. Hier, mal sehen, ob das hier geht. Ne, hier ist nur ein Haken. Also hier. Ja, da passt dann auch schon mal ein bisschen was rein. Wenn mal die. Unglaublich. Ist nicht ganz glatt, nicht ganz gerade so. Er steht so ein bisschen hoch, aber ja, Platz ohne Ende. So, jetzt noch mal sehen. Ja, liebe Leute. Naja. Okay, der Gurt kommt raus. Da habe ich ja bei dem TOC so eine tolle Gurtführung gefunden. Wer es nicht gesehen hat, hier könnt ihr euch das angucken. Das ist vorbildlich. Hier hat es immerhin auch funktioniert, aber ja. Nee, ist schon ein schönes Auto, muss man sagen. Ne? Ich gehe jetzt noch mit euch noch mal gleich mal rum. So, hier ist jetzt nur zumachen. Was nicht schlecht ist, ist, wenn man hier auch zumachen und gleichzeitig abschließen kann. Aber das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Gut. So. Ja, nö. Das ist nur eine Wartungsklappe. Aber so, und jetzt zeige ich euch das hier einfach mal am Konfigurator, was ich meine, was da alles drin ist und was für verrückte Preise das sind. Also, wenn man sich das mal überlegt. Also, guckt euch das hier mal an. Ich fange mal an mit dem Standard Range, also mit dem ja, Heckantrieb und dem kleinen Akku. So, und der hat also hier diese irre Liste. Ich gehe da jetzt nochmal so rüber. Also zum Beispiel, die Highlights will ich mal rausholen. Also er hat zum Beispiel Vehicle to Load. Das heißt, man kann dort eine 230 Volt Steckdose, da noch 3,3 Kilowatt rausziehen.
das ist nicht verkehrt. Also das kann man schon mal gebrauchen, um beim Campen unterwegs irgendein Gerät zu laden oder irgendwas zu betreiben oder so. Oder wenn der irgendwo in der Garage steht und man braucht eine Steckdose. Ich weiß es nicht. Also das ist ein nice to have. Dann hier die Wärmepumpe. Ähm, auch eine gute Sache. Spart natürlich gerade beim Heizen und im Winter spart das schon Energie. Das macht den schon also effizienter. Was jetzt hier der intelligente AI-Chip ist, ja, okay. Also ich schätze mal, die Software von dem Auto wird ganz gut funktionieren. Dann eben halt alles andere, was man hier so braucht. Hier ist jetzt ja diese LED-Scheinwerfer mit intelligentem Fernlicht, elektrische Heckklappe, dies, das, jenes, Privacy-Verglasung, das finde ich immer ganz nett, wenn man hinten nicht so reingucken kann. Dann drinne, also seht ihr das, dieser digitale Innenspiegel, okay, den kann man nicht abwählen, aber vielleicht kann man ihn ja abschalten. Also ich bin ja nicht so ein Freund davon. Dann die Sitze sind immer elektrisch verstellbar. Das ist mit Massage, beheizbar, Belüftung schon in der Standardausstattung, zumindest für die Frontsitze. Klima, dann eben halt hier USB-A vorne. Ja, okay, das ist eher so ein Verbinder, nicht zum Laden, dann aber 2x60 Watt USB-C. 7 Airbags, okay, das ist eigentlich heute schon Minimum. Dann haben wir eben halt Sprachsteuerung und dann soll er eben halt auch alles Mögliche auch over the air bekommen. Das ist jetzt auf der Webseite, dass es halt durch diese ja, over the air Updates das Auto auch ständig softwaremäßig nach vorne gebracht wird. So, dann haben wir hier eben halt Apple CarPlay, Android Auto, ist alles schon drin. Ja, diverse Sensoren und Kameras. Dann eben halt adaptive Tempomat, Spurhalteassistenten, Kurventempomat, Spurwechselassistent, Geschwindigkeitsassistent. Kann ich jetzt alles nur so vorlesen. Ich hoffe ja, dass ihr das Video reichlich klickt und mir Reichweite bringt, denn Xpeng hat tatsächlich nur wenige Pressewagen davon und ich mit meinem kleinen Kanal, bis ich dann mal hinten irgendwann drankomme, dann gibt es da vielleicht schon den P8 Plus oder so, keine Ahnung. Also ja, guckt das Video ordentlich, gibt mir Reichweite und dann kriege ich so ein Ding auch zum Probefahren. So, also von daher, oder ihr guckt euch das bei anderen Kanälen an, die sich das dann auch schon, ja, die vorher dran waren. So, dann diese ganzen Geschichten, ja, das kennt ihr auch alles aus anderen Autos. Also ich finde, das ist eine richtig lange Liste und was mich eben halt hier, ich sag mal, eigentlich beeindruckt, das ist, wenn ihr euch diese Liste anguckt und dann geht ihr in den Long Range, der kostet jetzt 3.000 Euro mehr und was ihr dafür bekommt, ist eben halt genau dieselbe Liste. Das Einzige, was hier ist noch, sind jetzt also die Vorder- und Rücksitze jeweils mit Massage, beheizbar und Belüftung, wie ich das ja schon vorhin gesagt habe. Ansonsten ist alles gleich. Dann gibt es hier die 20 Zoll Leichtmetallräder und ihr habt eben halt einen größeren Akku und ja, der prügelt euch ein bisschen schneller von 0 auf 100 und bei 200 km/h ist Schluss bei allen Varianten übrigens. So, und dann hat er hier eben ja, von 20 auf 80% in 10 Minuten. Meine Güte, das ist schnell. Einzige, was mir nicht so gefällt, ist diese schlappe AC-Ladeleistung von 11 kW. Da bevorzuge ich doch immer 22 kW. Aber das ist ein Thema für sich. Schade, dass es auch nicht gegen Aufpreis gibt. Aufpreis übrigens gibt es hier nur ganz wenig. Also das Einzige, was man sich per Aufpreis dazu bestellen kann, sind die Farbe für 800 Euro und eine elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung für 1.190 Euro. Man kann hier zwar noch andere Sachen auswählen, innen, ob er Hell- oder Dunkelleder haben soll. Kunstleder ist das hier. Und das war's. Mehr an Sonderausstattung kann man nicht holen. Und wenn man jetzt Allradantrieb haben möchte und ein bisschen mehr Power, dann hat man hier bei dem All-Wheel Drive halt ja, dann eben vorne noch einen Motor drin und dann geht er von 4,3 auf 100. Bei 200 ist immer noch Schluss. Er lädt halt auch genauso schnell, was ist derselbe Akku und da ist alles gleich. Also der ist identisch mit dem Long Range, nur eben ja, vorne noch Motoren drin.
und wiegt dann vielleicht ein bisschen mehr, ne, weil er dann ein bisschen mehr mit sich rumschleppt und deshalb verbraucht er halt ein bisschen mehr. Also von der Performance her, glaube ich, braucht man es nicht. Aber wer eventuell in bergigen Regionen oder wo man öfter mal nicht so gut wegkommt und so, dann ist ein Allradantrieb im Winter ja auch mal ganz nett, dass man dann halt da nicht immer an jeder kleinen Steigung gleich Probleme bekommt. Ja, also insgesamt, wow, Respekt. Also diese Preise, ähm, also voll ausgestattet. Ich habe das mal, kannst du diese 53.600 Euro, wenn ich jetzt ich habe das vorhin schon rumgespielt, ich packe da jetzt noch mal Midnight Black dazu und packe jetzt noch eben die Anhängerkupplung dazu und bin dann bei einem Preis von, ja, hier seht ihr das mal schön zusammen, das ist alles, was ihr haben könnt, von 55.590 Euro. Und hier poppt das jetzt auch gerade noch mal auf. Ihr seht hier 7 Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintritt. Also nicht nur die läppischen 2 oder 3 Jahre oder eben halt 8 Jahre und 160 auf Hochvoltbatterie, Elektromotor, BMS und EPU-Einheit. Okay, cool. Das machen andere auch, aber die 7 Jahre Garantie auf den ganzen Rest, das ist schon eine Ansage. Und das habe ich jetzt gelesen in den Details, dass der tatsächlich dann wohl auch in Österreich zusammengebaut wird bei Steyr. Wie weit, wie viele Teile, ich schätze mal, das wird so sein, um den Zoll so ein bisschen zu umgehen, dass eben halt viel von der Wertschöpfung dann eben in der EU gemacht wird. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle möglichen Bauteile nach Österreich liefern und in Steyr setzt sie dann zusammen. Naja, okay, aber immerhin gibt es dann auch ein paar Arbeitsplätze in Deutschland für dieses Auto. Ob die Preise so bleiben, weiß ich nicht. Also ich finde das, wenn ich das vergleiche, ja, ich habe ja gesagt, ich selbst kenne ja meinen EQS, der ungefähr mit diesem jetzt von der Ausstattung und von der Größe und so vergleichbar wäre. Der kostet natürlich wesentlich mehr, hat natürlich ein paar Sachen, ich sag mal so, einige Sachen sind halt ein bisschen, fühlen sich wertiger an, sind vielleicht auch wertiger, weiß ich nicht. Er hat eine Allradlenkung und sowas, was dieser hier nicht hat. Also da ist schon noch ein kleiner Qualitätssprung, aber keiner, der eben halt diesen Preisunterschied irgendwie erklären könnte. Also 'n EQS in der Ausstattung, da liegst du so bei 130, 140 und ja, kriegst du fast 3 Stück von, ne? Also das ist schon, wow. Ja, also das wollte ich noch mal loswerden am Ende vom Video und ja, ihr seht, ich sitze hier schon wieder zu Hause, weil das war ziemlich wuselig da und da liefen ständig irgendwelche Leute rum und ich hatte überhaupt keine Ruhe da und dann die grätschten mir da mal rein, dann musste ich wieder schneiden, weil da irgendeiner ins Bild gelaufen ist, dazwischen geredet hat oder mir irgendwas umgeschaltet. War ein bisschen anstrengend. Ja, und wie gesagt, da hatte ich ja schon eingeworfen, mein Kanal hat noch nicht so die richtige Reichweite. Also ich bekomme noch kein Pressefahrzeug, weil die nicht so viele haben. Das mag sich ja irgendwann ändern, wenn ihr ordentlich dieses Video guckt und den Kanal liked und all diese Geschichten. Aber ist auch nicht so dramatisch. Also das Auto nehmen sich sicherlich andere zur Brust, denn ich weiß, das Auto ist jetzt schon auf Monate hinaus praktisch ausgebucht, was die Pressefahrzeuge angeht. Das heißt, irgendjemand fährt damit rum, irgendjemand macht Videos dazu und die könnt ihr euch dann ja auch angucken. Ist ja auch in Ordnung so. Ich muss ja nicht alles machen, ne? Also, wenn ihr dann eben halt noch weitere Videos sehen wollt, hier speziell in Brüssel, habe ich mir noch ein paar andere Autos angeguckt oder auch so auf meinem Kanal, ja, dann bleibt dran, guckt in dieser Playlist weiter und ansonsten, ja, fahrt sauber, fahrt elektrisch. Ich wünsche euch was, euer Buchhalter Hagen und tschüss.